Hallo, Armin Staud, heute mit einem Lightroom-Tutorial. Wir sind jetzt in der Version 7.3.1 und jetzt wollen wir uns mal mit einem neuen revolutionären Feature auseinandersetzen. Wir können nämlich jetzt ab der 7.3 eigene Profile abspeichern. Und wie das geht, ist nicht so einfach herauszufinden. Das ist so ein bisschen kleines bisschen geheim und man muss dafür einen Trick kennen. Also Profile, klar. Ne? Wir haben jetzt hier diesen Profilbrowser und können dort unter verschiedenen Profilen aussuchen und uns quasi unserem Bild, bevor wir das entwickelt haben, schon einen Look verpassen. Ja? Das hier sind zum Beispiel welche, die habe ich mir heute selber abgespeichert. Ja, das sind jetzt die übrig geblieben sind. Ich habe mir viel mehr abgespeichert und dann wieder gelöscht und so, weil ich das gerade alles ausprobiere. Ich bin also in der Probierphase. So, und jetzt will ich euch mal zeigen, wie man das macht. Also, wir haben jetzt hier eine RAW-Datei. Dort gibt es Entwicklungen. Wir haben jetzt quasi hier, wir sagen jetzt mal, das hier ist ein Look. Und den wollen wir als Profil abspeichern. Ja? Der Vorteil von dem Profil ist ja, wenn ich das auswähle, habe ich hier keinen dieser Regler überhaupt nur angefasst. Das heißt, alle Regler bleiben so, wie sie sind und das Profil verändert trotzdem gemäß seines Looks unser Bild. Kann praktisch sein, das werden wir jetzt in Zukunft alles noch rausfinden, wie praktisch das ist, aber theoretisch ist das erstmal ziemlich geil. So, jetzt öffnen wir das Bild als Smart Object in Photoshop. So, jetzt sind wir in Photoshop angekommen. Warte mal. Oh, hier, jetzt sind wir in Photoshop angekommen. Alles klar. So, jetzt können wir hier einen Doppelklick machen auf unser Smart Objekt und kommen in den Camera Raw Filter mit all unseren Einstellungen. Diese Einstellungen können wir jetzt, wenn wir da Bock drauf haben, als Profil abspeichern. Da könnt ihr hier unten also ihr geht hier oben auf Vorgaben und wenn ihr jetzt hier unten auf das Dokument klickt, dann kriegt ihr einfach eine neue Vorgabe. Das heißt, das wäre ein Preset, aber das wollen wir heute nicht, sondern wir wollen ein Profil abspeichern. Wenn ihr jetzt die Alt-Taste haltet und dann auf das Symbol klickt, ja, das ist halt dieses Versteckte. Dann kommt ihr in einen neuen Dialog, den wir bisher nicht kannten und der heißt Neues Profil. So, dann geben wir der ganzen Sache jetzt einen Namen. Meine Profile heißen jetzt alle ARP, damit ich die von anderen Profilen unterscheiden kann. Test-Tutorial 01. Okay, das merken wir uns jetzt mal, wie das heißt. Den Namen werden wir nachher nochmal brauchen, deswegen kopiere ich mir den jetzt mal raus, damit ich ihn nicht ständig neu schreiben muss. So, und jetzt seht ihr hier unten eine Liste. Ja, und diese Liste beinhaltet alle Parameter, die wir geändert haben. Das sind die scharf geschalteten und die anderen sind Parameter, wo wir auch was ändern könnten und was im Profil abgespeichert wurde. Hier fehlt leider die Kamerakalibrierung, die ich persönlich wichtig finde, um Looks zu entwickeln, aber die können wir nicht mit abspeichern. Das ist ein bisschen doof. Jetzt haben wir hier die Grundeinstellungen geändert. Es ist halt die Frage, das ist ja die gleiche Frage wie bei den Presets auch, ob man Grundeinstellungen mit abspeichert. Und ich würde sagen generell nein, ja. Außer es sind ganz spezielle Sachen. Aber in Presets macht man das auch nicht, weil jedes Bild ist anders. Und wenn ihr dann da die Entwicklung der Grundeinstellungen mit reinnehmt, dann ist das Kacke. Ja, das bringt nichts. Also wir nehmen jetzt einfach mal hier diese anderen Geschichten und gehen jetzt mal davon aus, dass die für unseren Look entscheidend sind. Jetzt können wir einfach hier auch noch ein Set erzeugen. Mein Set hier heißt es einfach ARP. Da kommen jetzt alle rein, damit ich die nachher wieder irgendwie zentral löschen kann und ich da nicht irgendwie durcheinander komme. Okay? So, jetzt klicken wir hier auf OK. Alles andere lassen wir, wie es ist. Und wenn wir jetzt in unseren Profilbrowser gehen, dann werden wir das hier finden. Hier, Test-Tutorial. Allerdings haben wir das jetzt nicht gemacht, um in Photoshop dieses Profil anzuwenden, sondern wir haben das gemacht, damit wir das in Lightroom anwenden können. Ja? Und das kann ich euch jetzt mal zeigen, dass es in Lightroom nicht angekommen ist, weil wir Lightroom dazu erst schließen und neu öffnen müssen. Das wird leider nicht live übertragen. Und damit das nach dem Öffnen auch erscheint, ist es wichtig, dass in euren Voreinstellungen hier das nicht angekreuzt ist, Vorgaben mit Katalog speichern. Das heißt, dann, falls ihr das normalerweise macht, bei mir war das nämlich der Fall, dann müsst ihr eure Organisation auf dem Rechner ändern. Ja? Weil jetzt dieses Profil wird nämlich dort abgespeichert in eurem System. Also beim Macintosh ist das halt in den Settings. Ich kann das mal eben zeigen. Das ist echt ein wichtiger Punkt, deswegen zeige ich den jetzt. Also der Pfad ist folgender auf dem Mac. Ja? Ihr seid hier im User, Library, Application Support, Adobe Camera Raw Settings. Und in den Settings liegen auch eure normalen Presets, ja. Der Unterschied ist der, wenn ihr jetzt auf ein Preset geht und euch das XML anguckt, dann steht hier Preset Type Normal, also Normal, ja. Und wenn ihr aber auf ein Profil geht, also hier nehmen wir mal ARP Test Tutorial, was wir eben gemacht haben, und ihr guckt, dann steht hier Preset Type Look.
Okay? Und das ist die Unterscheidung für Lightroom und auch für den ACR-Filter, also den Camera Raw-Filter. Wenn der da Look liest, dann wird das wie ein Profil behandelt und erscheint dann auch im Profilbrowser, während die anderen Presets halt ganz normal dort erscheinen, wo die Presets erscheinen. Das ist die Unterscheidung. Ansonsten sind die relativ ähnlich. Okay? So, und da das jetzt hier ein Pfad ist, der in dem System liegt, wo diese Profile lose abgespeichert werden, also die werden nicht in diesen ARP-Ordner abgespeichert, den wir da angegeben haben, der ist quasi hier kodiert in dem XMP. Das heißt, die liegen hier einfach lose im Settings-Ordner drin. Wenn die jetzt in Lightroom geladen werden sollen, dann müsst ihr eben dieses Häkchen bei Lightroom ausschalten, ja, in den Voreinstellungen. Ich zeige es nochmal, weil das ist jetzt echt wichtig, sonst seid ihr nachher frustriert, dass das nicht funktioniert. Also das ausstellen, okay? Dann funktioniert das nach einem Neustart von Lightroom. So, jetzt seht ihr nochmal den Unterschied hier oben. Das sind zum Beispiel richtige Profile. Ich sage jetzt mal richtige Profile, die haben die Endung DCP. Ja, das sind also zum Beispiel die Profile, die auch von eurem Hersteller kommen oder sowas. Oder diese vorgegebenen von Adobe. Das hier sind jetzt quasi so Leitprofile für uns normalen User, okay? Und die liegen eben im Settings-Ordner. So, jetzt öffnen wir die ganze Geschichte nochmal. Warten ein paar Sekunden. Und gehen in unseren es dauert alles. Gehen in unseren Browser und jetzt sehen wir das hier. Jetzt ist das geladen worden. Okay. Das ist jetzt aber eigentlich der uninteressante Fall, wo wir einfach nur hier Einstellungen, die wir hier gemacht haben, als Profil abspeichern. Das kann auch ganz praktisch sein, aber der eigentlich coole Fall ist nämlich der, dass wir jetzt auch sogenannte Color Lookup Tables abspeichern können. Die kennen wir oder der Normal-User kennt die quasi hier von der Einstellungsebene Color Lookup. Da kann man sich jetzt hier irgendwelche Looks raussuchen und sein Bild irgendwie damit einstellen, pipapo, wie auch immer wir da irgendwie Bock drauf haben. Und diese Dateien, die dem zugrunde liegen, die können wir in ein Profil verwandeln. Und das können wir aber auch mit eigenen Profil, also mit eigenen Looks machen. Ich mache jetzt mal einen ganz einfachen Look, der nur eine einzige Ebene hat. Das können aber auch 100 Ebenen sein, wie ihr das eben macht. Wir nehmen eine Farbfläche. Da stellen wir ein dunkles Blau ein, ändern den Mischmodus auf Ausschluss und schon haben wir einen Look. Okay? Also der ist jetzt vielleicht ein bisschen zu verwaschen. Wir machen es ein bisschen dunkler. Okay, dann haben wir jetzt hier einen Look. Okay? Und den können wir jetzt abspeichern in ein LTU. Ich mache das jetzt LUT. Ich mache das jetzt extra einmal falsch, weil dieser Fehler wird auf jeden Fall jedem einmal passieren. Wenn wir das jetzt hier unter Datei exportieren, Color Lookup Table machen wollen, kriegen wir eine Fehlermeldung. Wir brauchen nämlich eine Hintergrundebene. Okay? Also müssen wir leider noch mal von vorne anfangen. Das heißt, wir machen jetzt hier und reduzieren es auf die Hintergrundebene. Jetzt haben wir eine Hintergrundebene. Jetzt machen wir das nochmal mit der Farbfläche. Dunkles Blau. Ausschluss. Fertig. So, jetzt können wir das abspeichern. Machen wir das auch? Datei, exportieren, Color Lookup. So, und jetzt fülle ich dort den Namen, den ich eben rausgeholt habe. Da mache ich aber jetzt eine 2 dahinter. Das ist jetzt unser Profil. Warte mal, nee, das ist jetzt unser LUT. Ja, wir lassen jetzt mal alles so, wie es jetzt hier einfach standardmäßig ist. Wenn ihr nicht immer 4 Dateien abspeichern wollt, sondern nur eine, weil es gibt nur ein Dateiformat, was auch gelesen wird in diesem Workflow. Das ist nämlich Cube. Okay? Deswegen habe ich hier nur Cube angekreuzt, den Rest könnt ihr vergessen. Speichere das ab. Jetzt gehe ich hier in, warte mal, ich habe mir hier einen Ordner angelegt, wo ich das heute den ganzen Tag schon teste. Lookups, New. Und jetzt muss ich diesen Titel hier schon wieder eintragen, weil für mich ist es, glaube ich, ganz praktisch, wenn alle Namen überall gleich sind. Sonst komme ich total durcheinander. Deswegen nehme ich den jetzt und mache hier hinten eine 2 rein, speichere das ab. So, jetzt brauchen wir aber eine Ebene, wo wir den Camera Raw Filter dranhängen können. Das heißt, wenn wir jetzt viele Looks in Profile verwandeln wollen, wäre das vielleicht ganz praktisch, wenn wir jetzt einfach diese Ebene hier duplizieren, die in ein Smart-Objekt verwandeln. Ja, und die können wir jetzt quasi immer für unseren ACR-Filter, also für den Camera Raw-Filter verwenden. Den hängen wir jetzt einfach da dran. Ja, weil wie das jetzt hier letztendlich in Photoshop aussieht, interessiert keine Sau, weil wir wollen ja die Profile nach Lightroom rüberkriegen. Mit einem Altklick auf das Dokument unter Vorgaben. Jetzt können wir das schon wieder da eintragen. Mit einer 2, hauen das in unseren ARP-Ordner. Jetzt seht ihr, hier ist ja nichts eingestellt. Deswegen ist das alles schwarz, aber wir wollen jetzt hier unten, wollen wir jetzt diesen Table laden. Ja, das ist der mit der 2 hinten dran. Okay, den laden wir jetzt hier rein.
Den Rest lasst ihr, wie ihr wollt. Ich stelle das bei mir jetzt immer hier auf Pro-Foto, weil ich will es nicht für Filme oder irgendwas verwenden, sondern ich will halt einen großen Farbraum haben, ja. Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Das könnt ihr ja mal testen, ob es da irgendwelche Unterschiede für euch gibt. Jetzt klickt ihr auf OK. Und wenn ich jetzt auf Abbrechen gehe und den Filter nochmal dran hänge, bin jetzt auf Abbrechen gegangen, damit es da keine Änderungen gibt, ja. Also ich gehe hier nochmal auf den Filter, gehe hier in meinen Browser und da unten ist der Zweier, okay? Entsprechend, aber wie gesagt, wir wollen den in Photoshop nicht dranhängen, wir wollen den in Lightroom haben. Das heißt, wir müssen Lightroom jetzt noch einmal beenden und noch einmal öffnen. Ah, ich weiß, das ist quälend, ey. Mit diesem Öffnen und Schließen und Warten und bunten Bällen. So, jetzt klicken wir auf den Browser und da ist es. Ja, so einfach kann das Leben sein. Es gibt jetzt noch viele Kleinigkeiten, die ich euch erzählen könnte. Das würde jetzt aber eine halbe Stunde dauern, weil ich heute den ganzen Tag das schon erforscht habe. Und es gibt ein paar Sachen, die gehen nicht und so. Aber das werdet ihr alles auch selber rausfinden. Wenn ihr Probleme habt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare unten, dann lösen wir die zusammen. Ja, das ist das auf jeden Fall erstmal der grundsätzliche Workflow. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Euer Armin Staud.